Hallo zusammen und willkommen zu diesem Video. Das Video ist quasi der zweite Teil meines ersten Videos über die Betrugsmasche von Drittanbietern über Amazon. Eure Resonanz war sehr gut dazu. Ihr habt viele Kommentare da gelassen. Viele haben sich auch damit ein bisschen näher beschäftigt. Und das habe ich für euch dann auch getan, weil einige Fragen waren für mich da noch offen. Und dem bin ich jetzt in diesem neuen Video nachgegangen. Und ich habe herausgefunden, wie diese Masche jetzt wirklich funktioniert. Und das Problem ist nicht nur, dass hier nicht nur Geschädigte quasi Endkunden, die Käufer sind, sondern es gibt auch viele Unternehmen in Deutschland, kleine Unternehmer, die davon betroffen sind. Die Resonanz auf mein erstes Video zu diesen Betrugsfällen durch Drittanbieter über Amazon war recht groß. Ihr habt euch da auch eigene Gedanken gemacht, fand ich sehr gut. Ihr habt sehr gute Kommentare auch dagelassen, unter anderem auch Überlegungen, wie man sich dort wirklich anmelden kann und wie es sein kann, dass hier mit gefälschten Profilen solch Schindluder getrieben wird. Und ich habe mich jetzt auch noch mal ein bisschen schlau gemacht und habe das Ganze auch noch mal eure Gedanken und eure Antworten dort mal ein bisschen mit einfließen lassen. Und zwar gab es ja, das hat mir auch einer von euch geschrieben, die Firma Rabattes GmbH, die war ja dann weg und jetzt gab es plötzlich die Firma Gross Rabatt GmbH. Das ganze gleiches Prinzip auch zu finden bei der Canon EOS RP und auch die habe ich mir mal genauer angeguckt. Bin nochmal dort raufgegangen und habe dann festgestellt, dass es sich hier um ein anderes Firmenprofil handelt. Also im obersten Teil war alles gleich, aber im unteren Teil, ich zeige euch das mal hier, dort standen jetzt plötzlich andere Daten. Ich habe das jetzt mal geschwärzt hier und das erkläre ich euch auch nachher warum. Ich habe mir jetzt mal gedacht, okay, diesmal handelt es sich um eine deutsche Adresse, die auch wirklich stimmig war. Das heißt, man konnte wirklich Firmen unter dieser Adresse ausfindig machen. Ich habe die jetzt einfach mal gegoogelt, was unter dieser Anschrift so ansässig ist und habe unter anderem eine Firma ausfindig gemacht, von der ich dachte, okay, das könnte passen. Die haben ein ähnliches Warenangebot. Habe mir die Telefonnummer bei Google rausgesucht und dort angerufen. Da war auch eine nette junge Frau dran und die war gar nicht so überrascht über meinen Anruf, denn sie hatte nämlich schon einen Anruf heute und zwar von einer Kundin, die jetzt gefragt hat, wie sie jetzt an ihren Flachbildschirm rankommt. Aber Flachbildschirme bietet diese Firma zum Beispiel gar nicht an. Jetzt hat sie selber schon mal, die nette junge Frau, mit der ich telefoniert habe, selber schon mal ein bisschen recherchiert und hat sich das mal angeguckt bei Amazon. Und dann ist ihr aufgefallen, dass es diese Firma, die dort angegeben ist, mit Steuernummer und auch mit einem Inhaber, also einem Firmenvertreter, dass es die wirklich unter der Anschrift gibt. Und zwar ist es ein Firmenkomplex gewesen, diese Anschrift. Und diese Firma war dort wirklich auch ansässig. Aber diese Firma hat nichts mit Gross Rabattes zu tun, sondern es war wirklich der Account dieser tatsächlich bestehenden Firma bei Amazon, aber der wurde gehackt. Und das ist bislang dort auch nicht aufgefallen, denn es ist eine ziemlich kleine Firma. Das heißt, die haben nicht so viele Angebote, beziehungsweise nicht so viele Artikel, die sie anbieten. Das heißt, es fällt gar nicht erstmal auf, wenn da irgendwas nicht stimmt. Jetzt war es so, dass sie nach diesen Anrufen heute Morgen selber schon mal geguckt haben und wollten sich einloggen in ihren Amazon-Account und der war gesperrt. Ne, kam mit ihrem Passwort nicht mehr rein. Also die Hacker nehmen hier bestehende Amazon-Accounts von kleineren Verkäufern, hacken die, lassen das Impressum einfach drin stehen und tauschen einfach nur oben ihre Sätze aus, die immer oben drin stehen. Setzt euch mit uns in Verbindung, nicht über Amazon bestellen, denn nur bei uns direkt über die E-Mail-Adresse bekommt ihr einen entsprechenden guten Preis für euren Artikel. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, das ist natürlich schon ein starkes Stück und kann natürlich auch dazu führen, dass kleinere Unternehmen da ganz schnell auch mal nicht nur einen schlechten Ruf bekommen, sondern auch finanzielle Einbuße ja natürlich bekommen. Du kannst nicht auf deinen Account zugreifen, du verkaufst auch nichts mehr darüber. Und dann habe ich mir aber gedacht, aber wie lohnt sich das jetzt für die Hacker? Wenn ich jetzt einen kleinen Account habe, den ich hacke und der hat vielleicht 50 Artikel, das ist eine Heidenarbeit und das bringt eigentlich auch gar nichts. Bis mir dann aufgefallen ist, dass ich mir hier oben mal die Accounts angeguckt habe und da habe ich nicht schlecht gestaunt. Und zwar, wenn wir hier bei Rabattes oben mal raufgehen, dann sehen wir, dass die mehr als 300.000 Artikel anbieten. Das heißt, die kapern jetzt quasi diesen bestehenden Account. Deswegen haben zum Beispiel auch manche dieser Accounts positive Bewertungen. Es gibt manche von diesen Fake-Accounts, die haben dann 30, 40 oder 200 positive Bewertungen. Das sieht erstmal schon cool aus und das war es, worüber einige von euch ja auch nachgedacht haben. Warum haben jetzt solche Fake-Kanäle positive Bewertungen? Wo kriegen sie die her? Das liegt einfach daran, dass es wirklich existierende Amazon-Kanäle sind und die einfach nur übernommen wurden von denen und gehackt wurden. So, jetzt habe ich mir gedacht, wie
wie viel Zeit muss man investieren, um hier 300.000 Artikel einzupflegen? Aber auch hier wurde mir weitergeholfen. Die junge Dame, mit der ich telefoniert habe, die hat gesagt, das ist ziemlich einfach, denn es gibt ein Verkäufertool bei Amazon. Das heißt, da gibt es ERN-Nummern. Jedes Gerät hat ja eine bestimmte ERN-Nummer. Und dort kannst du eine Liste bei Amazon hochladen in deinen Verkäufer-Account und mit diesen ERN-Nummern. Und dann werden die ERN-Nummern und die dazugehörigen Artikel automatisch eingepflegt. Quasi in dein Verkäufer-Portfolio. Und jetzt werden natürlich die Hacker eine Riesenliste haben, 300.000, 400.000 so eine ERN-Nummern. Die kann man auch super im Internet finden. Wenn du zum Beispiel Google, Siemens, Canon, ERN-Nummern, dann kriegst du ganze Listen. Dann wird aufgelistet, welches Gerät welche ERN-Nummer hat. Die listest du einfach nur noch auf und dann ist immer das Gleiche. Mir ist auch aufgefallen, dass es immer bestimmte Artikel sind, die unter diesen 300.000. Sony ist zum Beispiel manchmal nicht so oft dabei und gerade bei der Canon RP ist es mir eben auch aufgefallen, dass da immer der gleiche Artikel ist. Also, die haben da ziemlich leichtes Spiel. Wenn sie erstmal den Account gehackt haben, dann fügen sie einfach mehrere 100.000 solcher Artikel dort ein. Und selbst wenn es nur 2, 3, 4 Tage läuft, gibt es mit Sicherheit den einen oder anderen, der dann schon dort in die Falle gegangen ist. Mal davon abgesehen, dass das natürlich für den Käufer extrem ärgerlich ist, weil du dein Geld ja nicht zurückkommst, finde ich noch viel ärgerlicher den Ärger und auch die Arbeit und den Schaden, der hier für die kleinen Anbieter entsteht. Denn erstmal ist euer Account ja platt. Wenn, dann löscht Amazon natürlich den ganzen Account, weil ihr selbst habt ja auch da keinen Zugang mehr. Und es kann natürlich nicht nur ein finanzieller, sondern ja auch eine Rufschädigung entstehen. Denn wenn sich irgendwelche Leute da die Straße gemerkt haben, die Telefonnummer, die Steuernummer etc., dann ist das zwar nicht die Firma, also nicht der Firmenname, denn den haben ja die Hacker geändert. Aber erstmal geht es dann um die Firma. Und wenn dann irgendeiner irgendwohin Geld überwiesen hat und alles ist weg, dann sagen die, ja, aber Moment mal, Firmensitz war ja da und da. Und das sehe ich als echt problematisch an. Also, damit habe ich quasi so ein bisschen für mich auch geklärt, wie das Ganze funktioniert. Es sind keine Fake-Accounts, sondern es sind wirklich Accounts von kleinen Anbietern bei Amazon, die einfach nur ganz klar gehackt wurden. Und dann werden diese unendlichen Listen, mehr als 300.000 Artikel, einfach von den Hackern hinzugefügt und dann auf gut Glück. Und es wird halt geguckt, es sind auch immer hochpreisige Artikel. Ne? Also Waschmaschinen, Kameras etc., die dann für gut die Hälfte angeboten werden. Und bei manchen setzt es, habt ihr ja auch sehr gut im ersten Video in den Kommentaren geschrieben, bei manchen setzt es dann wirklich aus. Ne? Und die sagen dann, okay, dafür für den Preis muss ich es haben. Ich hoffe, ich konnte jetzt mit meinem Video hier nochmal ein bisschen Licht in die ganze Sache bringen. Ich selber fand es auch natürlich interessant. Wie funktioniert das? Wie können die so schnell so viele Artikel hochladen? Und warum gibt es eben bei manchen solchen Anbietern schon positive Bewertungen und sowas? Das ist natürlich klar, wenn die ganze Sache gehackt wird, dann ergibt es natürlich Sinn. Ich hoffe, dass Amazon da schnell auch nachbessert, dass weder Anbieter noch Käufer hier weiter Schaden erleiden und denke und hoffe, dass Amazon das in den Griff kriegt. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr fandet es ein bisschen informativ. Dann lasst mir gerne dafür einen Daumen hoch da. Vielleicht auch mal ein paar Kommentare, wie ihr das seht, wie ihr dazu steht. Und wenn ihr künftig keins meiner Videos verpassen wollt und in den nächsten Videos geht es dann auch wieder um Fotografie, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. In diesem Sinne, bis dahin.